Hallo und willkommen zum zweiten Teil des North Carolina Podcasts, in dem sich alles um Filme dreht. Sie hören, warum Regisseure und Studios ihre Blockbuster in North Carolina drehen. Location, location, location. We have just about every location you can imagine here on the coast of North Carolina. So you can find just about everything here except the mountains, and they're only 6 hours away in the other end of the state. Warum die Produzenten der Filmreihe die Tribute von Panem, North Carolina als Drehort des ersten Filmes auswählten. We get a lot of requests for forests, particularly for the Hunger Games, and I feel like we looked at every kind of tree in the state in preparation for having those folks come in. Und sie erfahren, wo sie selbst die Drehorte von Filmklassikern besuchen können. In the movie Blue Velvet with Dennis Hopper and Isabella Rossellini, this was actually the brothel entrance. Jetzt also Film ab für die Movie Location Tour durch North Carolina. Sie hören eine Folge der Audiotravels mit Henry Barchet. Jennifer Lawrence, John Travolta, Julia Roberts, Isabella Rossellini, Sandra Bullock. Die Liste der Hollywoodstars, die Filme in North Carolina gedreht haben, liest sich wie das Who is Who in Hollywood. Ich habe Guy Gaster, Direktor des North Carolina Film Office, gefragt, warum die großen Studios immer wieder Drehorte in North Carolina wählen. I think, Henry, part of the appeal of North Carolina for filming is the same reason there's an appeal for travel. Ich denke, der Grund, warum die Filmbranche North Carolina schätzt, ist zum Teil der gleiche, warum Touristen hierher kommen, nämlich die schöne Landschaft. Die kommt einfach gut auf einer Leinwand zur Geltung, egal wie groß der Bildschirm ist. Dazu kommt eine gute Infrastruktur mit Filmprofis, die verstehen, mit einem Regisseur und einem Studio ein Projekt umzusetzen. Außerdem gibt es ein Förderprogramm, das Filmprojekte unterstützt, wenn sie in unserem schönen Bundesstaat gedreht werden. There are some financial incentives that are offered to help entice those projects to come and shoot in our beautiful state. Welche Drehorte werden denn besonders von Regisseuren und Studios nachgefragt? We get a lot of requests for forests, and that was key. Wir bekommen besonders viele Nachfragen für Drehorte im Wald. Und dies war besonders bei den Tributen von Panem der Fall. Als der erste Film dieser Serie gedreht wurde, war die Forderung, dass wir eine Liste der Bäume, die es bei uns gibt, erstellen sollten. Ich glaube, wir haben dann jeden Baum im Bundesstaat angesehen, bevor die Produktion begann. Ich kann also als Fan der Filmreihe zu den Orten fahren und wandern, wo Katniss Everdeen alias Jennifer Lawrence gekämpft hat. Die meisten Naturlocations aus dem ersten Film kann man bei uns besuchen. Die Bilder aus den Arena-Szenen oder aus dem District 12, das sind alles reale Locations, die man bei uns im Westen in den Bergen findet. Die Tribute von Panem sind eine relativ neue Filmreihe, aber es gibt ja auch einen Klassiker, der unvergessen ist und der auch in North Carolina gedreht wurde, nämlich Dirty Dancing. Sind dessen Drehorte auch inzwischen ein Pilgerort für Filmfans? There is a legacy of, and certainly Dirty Dancing. Bis heute hat der Film Dirty Dancing seine Spuren hinterlassen. Wir haben Fans, die zum Lake Lure kommen, um die Stufen zu sehen, auf denen Baby die Wassermelone getragen hat. Manche gehen sogar in den See, um die Wasserhebefigur nachzustellen. Aber im Herbst können sie wirklich die Time of Your Life haben, wenn in Lake Lure das Dirty Dancing Festival gefeiert wird. Or late summer, early fall, the town of Lake Lure has an annual Dirty Dancing Festival. Bis hierhin vielen Dank, Guy Gaster, Direktor des Film Office North Carolina, für die ersten Informationen über Drehorte im US-Bundesstaat. Dass man in North Carolina anscheinend jede Art von Film drehen kann, hat mir auch die Autorin des Buchs Film Junkies Guide to North Carolina, Connie Nelson, bestätigt. Hollywood has proven over and over again that you can shoot just about any kind of movie here. It's a mix of Hollywood hat bewiesen, dass man bei uns jede Art von Film drehen kann. Es ist ein Mix aus Serien für Jugendliche, aber auch die Anwaltsserie Matlock, die eher ein älteres Publikum anspricht, wurde hier gedreht. Es gibt Klassiker wie Blue Velvet oder The Crow, bis hin zu Wohlfühlfilmen wie Die göttlichen Geheimnisse der Yaya-Schwestern. Es sind so viele unterschiedliche Produktionen und manchmal sind wir selbst erstaunt, wenn sie unsere Kleinstadt verwenden und sie dann wie Washington oder New York aussieht.
Connie Nelson lebt in der kleinen Küstenstadt Wilmington und man glaubt es kaum, dass hier einige der erfolgreichsten Filme der vergangenen Jahrzehnte gedreht wurden. In der Hauptstraße stehen hübsch restaurierte Häuser aus den 20er und 30er Jahren. Der Eingang dort zu einer Bar mit dem Namen Barbary Coast ist eine Pilgerstätte für Filmfans geworden. Im Film Blue Velvet mit Dennis Hopper und Isabella Rossellini war das der Eingang zum Bordell und das Neonschild mit der Aufschrift This is it ist die Originalrequisite aus dem Film. Es ist übrigens die älteste Bar in Wilmington und man kann sie immer noch besuchen. John Hurchak ist Filmscout und kennt jeden Drehort in Wilmington, an dem ein berühmter Streifen gedreht wurde. John Travolta filmed Domestic Disturbance here. There's the Café Phoenix. John Travolta drehte hier den Film Tödliches Vertrauen, zum Beispiel im Café Phoenix. Das war ein schmieriges Frühstücksrestaurant, wo er gegessen hat. Und direkt um die Ecke ist der Rhino Club, wo er in sein Bier geweint hat, weil er eine Sorgerechtsverhandlung verloren hat. Aber auch Wilmington selbst musste schon mehrfach in eine Rolle schlüpfen. In einem Film wurde die Kleinstadt zum Beispiel zu New York. Im Film Die göttlichen Geheimnisse der Yaya-Schwestern hat Sandra Bullock die Yaya-Schwestern in ein lautes New Yorker Restaurant geführt. Das war aber ein Restaurant hier in Wilmington. Und ihr New Yorker Apartment im Film, das war auch hier, nämlich gerade auf der anderen Seite der Straße. Am längsten aber hielt sich die Crew der beliebten Fernsehserie Dawson's Creek in Wilmington auf. Nämlich alle 6 Staffeln der Serie wurden in North Carolina gedreht. Fans der Serie können immer noch hautnah an einem Filmset sein. John Hurchak. Hell's Kitchen was the establishment that Katie Holmes worked at. And after the season wrapped, a savvy restaurant Hell's Kitchen war das Restaurant, in dem Katie Holmes gearbeitet hat. Und als die Staffel abgedreht war, da hat ein Wirt das Filmrestaurant gekauft und wieder als Hell's Kitchen eröffnet. 80% der Einrichtungen waren das originale Filmset. Man konnte also in der Originalkulisse von Dawson's Creek sitzen und essen und trinken. 80% of the restaurant is the original set. So you can visit a set, an actual set from Dawson's Creek and eat there and drink. Und die Küste ist wieder zum Drehort einer weiteren Serie geworden, Weiß Guy Gaster. We also have a new Amazon Prime series, and that is The Summer Es gibt eine neue Amazon-Serie mit dem Titel The Summer I Turned Pretty. Es ist eine Geschichte von 2 Familien, die einen Sommer lang ihre Ferien am Strand verbringen. Da wird North Carolina von seiner ganzen Schönheit gezeigt. Connie Nelson, die auch das Tourismusbüro in Wilmington leitet, freut sich über jede Filmcrew, die anreist. Location, location, location. We have just about every location you can imagine here. Location, location, location ist das Zauberwort. Wir haben hier alles an der Küste von North Carolina. Von Städten bis zu ländlichen Gebieten mit Baumwollfeldern oder ehemaligen Erdnussplantagen. Man findet an der Küste alles außer den Bergen, aber die sind auch nur 6 Stunden entfernt. Former peanut plantations. So you can find just about everything here except the mountains, and they're only 6 hours away on the other end of the state. Jeder neue Film, der hier gedreht wird, kurbelt den Tourismus an, so Connie Nelson. Film is very important to the state. It's not only a big boost. Die Filmbranche ist wichtig für North Carolina. Nicht nur wirtschaftlich gesehen, sondern sie zieht auch Touristen an. Man glaubt gar nicht, wie viele gerne in die Fußstapfen ihrer Lieblingsstars treten wollen oder einen Ort besuchen möchten, den sie aus dem Fernsehen kennen. Or visit a place because they saw it on television. Die Filme, die in North Carolina gedreht werden, spielen allerdings oft nicht in dem Bundesstaat. Deshalb habe ich Guy Gaster gefragt, ob es nicht schade ist, dass man später im Kino oder im Fernsehen die Filme oder Serien sieht, aber nicht erkennt, dass der Film in North Carolina gedreht wurde. Indeed, I gotta be honest, Henry, when we're recruiting projects. Wenn wir neue Filmprojekte an Land ziehen, dann sind die Drehbücher, die in North Carolina spielen, manchmal am schwierigsten für uns umzusetzen. Wir sind manchmal zu realistisch für das, was sich die Produzenten vorstellen. Für uns ist es leichter, andere Landesteile darzustellen als uns selbst. Es gibt auch eine Liste mit Orten, wo welcher Film in North Carolina gedreht wurde. Sie listet Locations auf, die man öffentlich besuchen kann. Aber nicht nur das, sondern auch, wo sich die Schauspieler aufgehalten haben, zum Beispiel ein Restaurant oder ein Coffeeshop, in dem sie waren. Oder aber auch ein Hotel, in dem sie gewohnt haben. Das nehmen wir dann auch auf.
we include that information too. Und wo finde ich diese Liste? If you are interested in visiting some of the sites that we've had filming Wenn Sie in sich North für Carolina, Drehorte in North Carolina interessieren, dann gehen Sie auf filmenc.com. Dort finden Sie Empfehlungen für Reiserouten, die zu Locations führen, an denen Filme in North Carolina gedreht wurden. and get ideas for how to best travel and see those filming locations. Wem bei seiner Reise durch North Carolina der ein oder andere Ort bekannt vorkommt, obwohl er noch nie da war, der kennt die Gegend dann vielleicht aus dem Kino. Kein Wunder also, wenn man bei seinem North Carolina Roadtrip öfter sagt, Mensch, das ist hier ja wie im Film. Sie hörten eine Folge der Audiotravels mit Henry Barchet. Alle Episoden der Audiotravels hören Sie auf iHeartRadio, Spotify, Amazon Music, Samsung Podcasts, Apple Podcasts und auf mehr als 30 Streaming-Plattformen weltweit.